Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute stelle ich euch eine Isomatte von JR Gear vor. Ich bin gerade in der sächsischen Schweiz, wie man sieht, und habe diese Matte dabei, um sie in zwei Nächten zu testen, bei ungefähr -1 bis -3 Grad. Und wir schlafen hier in einer Bufe, das heißt wir schlafen hinter einem Stein. Also viel Spaß bei der Review. Ja, wie ich gerade so schön gesagt habe, schlafen wir hier direkt unter dem Felsen, direkt unter dem Stein in der sächsischen Schweiz in einer Bufe. Das sind Formationen im Sandstein, da sind sozusagen Klippen entstanden oder Abspaltungen entstanden durch Regen und Nässe und durch Wasserschichten, und ja, genau darunter schlafen wir. Hier seht ihr einmal mein Schlafsetup. Ich nutze jetzt auf dem Trip eine Isomatte von JR Gear. Dazu gibt es auch bald eine Review auf meinem Kanal. Die hat einen geschätzten R-Wert von über 5 und mal gucken, wie sich die Nacht so schlägt. In der Nacht werden, glaube ich, so -1, 2 Grad. Die hat ein sehr, sehr einfaches Ventil, quasi mit 2 Öffnungen. Indem ihr die kleine Öffnung öffnet, könnt ihr die Isomatte ganz einfach befüllen, und mit der großen Öffnung entlasst ihr die Luft. Und die hat eine Primer-Loft-Füllung, also eine synthetische Füllung in den einzelnen Kammern quasi. Das habe ich die jetzt auch schon mal aufgepumpt, damit die sich schon mal ein bisschen entfalten kann, die Füllung. Die Isomatte ist ungefähr 1,98 x 63 cm x 9 cm hoch, also es ist die Größe Large, und die Isomatte ist sehr groß, und dabei wiegt sie ungefähr 840 Gramm ohne den Packsack und ohne das Flickset, was auch im Lieferumfang enthalten ist. Die Isomatte hat einen sehr weichen und ja fast schon fließartigen Oberstoff, ist also sehr angenehm auf der Haut, und ich muss sagen, es ist eine der bequemsten Isomatten, die ich jemals getestet habe. Das ist allerdings auch auf die besonders große Größe und Höhe der Isomatte zurückzuführen. Die Isomatte hat ein Ventil, das sich über 2 verschiedene Öffnungen öffnen lässt. Hier seht ihr einmal das Ventil, wenn ihr die Isomatte aufpustet, so könnt ihr dann in die Isomatte reinpusten, ohne dass die Luft wieder rauskommt. Und wenn ihr auf diesen kleinen grünen Knopf drückt, dann könnt ihr etwas Luft aus der Isomatte entweichen lassen und sie auf einen persönlichen Härtegrad einstellen. Zusätzlich zu dieser Isomatte trage ich oder teste ich auch dieses Kissen von JR Gear. Das ist ein sehr, sehr leichtes, sehr, sehr bequemes Kissen. Ich habe das jetzt die Nacht getestet und war wirklich super zufrieden. Allgemein muss ich sagen, die Isomatte ist sehr, sehr bequem. Sie ist sehr groß. Die Maße blende ich euch ein, aber sie ist 64 cm breit. Und deshalb kann man darauf sehr, sehr bequem schlafen. Und zusätzlich mit diesem Kissen, ja, das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also ist der Kopf perfekt abgelegt. Man kann hier auch, wie bei der Isomatte mit dem Ventil, etwas die Härte des Kissens quasi beeinflussen, indem man beeinflusst, inwiefern man das Kissen oder wie stark man das Kissen aufpustet. Hier auf diesem kleinen grünen Knopf, den man da sieht, da kann man raufdrücken. Ja, mit Handschuhen funktioniert das nicht so gut, aber jetzt hört man es. Darüber könnt ihr quasi die Luft dezent ablassen, sodass ihr, wenn ihr die Luft ablasst, hier ein weicheres Kissen habt. Und ja, das macht es auf jeden Fall noch ein bisschen angenehmer für mich persönlich. Mit dem Kissen war ich wirklich sehr zufrieden. Durch diese kleine Einlassung ist der Kopf super aufgehoben. Es ist wirklich sehr bequem und auch sehr individuell einstellbar. Ich mag es persönlich nicht ganz so stark aufgeblasen, und man kann es super in die Kapuze des Schlafsacks einfach reinlegen. Hier seht ihr einmal das Kissen, wie es zusammengepackt aussieht. Es ist wirklich sehr, sehr winzig, also auch ultra leicht und ultra kompakt. Und persönlich, ich hatte lange Zeit lang kein Kissen dabei, aber mittlerweile muss ich sagen, ohne Kissen finde ich Tracking nicht mehr so angenehm. Es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, wenn man einmal so ein aufblasbares Kissen einfach mal mitgenommen hat. Kommen wir nun aber einmal zurück zur Isomatte und zum Fazit zur Isomatte. Wie ich schon gesagt habe, komfortabel ist die Isomatte wirklich sehr, und es ist auch ein wirklich angenehmer Außenstoff. Mein Problem ist einmal, dass kein Packsack mitgeliefert ist, also das Aufpusten per Mund ist relativ anstrengend. Und ein weiteres Problem ist, dass ich empfand, als wäre die Isolierung nicht ausreichend für die Temperaturen, die wir jetzt dort hatten. Wir hatten jetzt ungefähr -3 Grad, und für einen geschätzten R-Wert von 5 hätte die Isomatte meiner Meinung nach noch etwas wärmer sein müssen. Trotzdem wirkt die Isomatte an sich sehr, sehr robust. Also ich habe sie jetzt extra mitgenommen, die sächsische Schweiz, weil ich persönlich finde, die wirkt wesentlich robuster als beispielsweise eine Thermarest. Das spiegelt sich natürlich auch im Gewicht wider, allerdings ist es mir das persönlich wert, wenn ich dafür gut schlafe. Und ja, die besonders gute Länge und Breite ist für mich persönlich auch ein Riesenvorteil, und auch die Isolierung, die ich persönlich jetzt ein bisschen zu wenig empfand, ist aber mit Primaloft auch eine relativ hochwertige Isolierung.
Hier auf diesem Foto von Jay Agir seht ihr noch einmal, wie sich die Füllung in der Isomatte befindet. Also vor allem im Torso- und Hüftbereich ist mehr Isolierung vorhanden als oben und bei den Füßen, also an Kopf und Füßen. Für wen würde ich diese Isomatte also empfehlen? Ich würde sagen, vor allem für größere Personen und auch schwerere Personen, die sich vielleicht auch mit einer Mumienform nicht besonders wohlfühlen. Also die Isomatte ähnelt schon fast eher einer Luftmatratze als einer Isomatte. Sie ist jetzt dadurch nicht besonders ultralight, allerdings wirklich sehr komfortabel, also auch wirklich für größere und schwerere geeignet. Und auch natürlich etwas robuster, also Leute, die vielleicht nicht immer nur ultraleicht im Zelt unterwegs sind und auch mehr Richtung Biwak, Outdoor, in die Richtung etwas machen, ist diese Isomatte auf jeden Fall aufgrund der gewählten Materialien auch zu empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Demnächst kommt nämlich noch das richtige Video aus der sächsischen Schweiz, wie wir da im Schneesturm unterwegs sind. Und es kommen noch wesentlich mehr Videos, also ja, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also macht's gut und ja, bis dann.